Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Episode des YPC Fans Junior und damit zur ersten Hälfte des entscheidenden zweiten Angeltags. Tag 1 lief in weiten Teilen so, wie man es sich für so ein Format wünscht. Für Naira und Jakob stehen bereits 80 plus Zander auf dem Board. Rune hatte die ganze Zeit über hohe Frequenz und konnte den bislang größten Hecht verhaften. Und Mila hob das eigene Kescherniveau auf ein ganz anderes Level. Nach guter Einweisung klappte es auch mit 2 Zandern. Das wichtigste Ziel ist damit also schon erreicht. Alle Junioren waren erfolgreich. Aber natürlich geht es hier auch um einen handfesten Gewinn, den uns für diese Staffel die Müritzfischer zur Verfügung stellen. Der traditionsreiche Fischereibetrieb sponsert einen einwöchigen Aufenthalt für 4 in einem traumhaften Ferienhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte, inklusive 2 Angelboote und aller nötigen Lizenzen. Ein Top-Preis, den aktuell vor allem Jakob und Max im Visier haben. Naira und Johannes sind ihnen aber dicht auf den Fersen. Und dass man weder Rune mit Meistermacher Luis noch Mila mit Edelcoach Ton vorschnell abschreiben sollte, versteht sich ganz von selbst. Und damit kann es auch losgehen. Wir und unsere 4 Teilnehmer sind bereit fürs Boarding. Was wäre dein Ziel heute? Worüber würdest du dich freuen? Gestern hattest du zu mir gesagt, dass wir Zander fangen oder ein Zander fangen. Dann hatten wir den relativ schnell und dann hatten wir ja die Zahl 10, hattest du genannt. Die haben wir auch irgendwo erreicht. Und was wäre für heute unser Ziel? Ein dicker Barsch. Ein dicker Barsch. Ab wann ist ein Barsch dick? Für mich ab 35. Ab 35. Okay. So, Jakob, es geht los. YPC Fans Kids Tag 2. Und wir haben gestern auch richtig fleißig trainiert, oder? Dein Vater hat einen richtig bockstarken Hecht mit 1,5 Meter gefangen. Ich habe tatsächlich noch einen 87er Zander gefangen, 20 Minuten nach Turnier. Alles beim Jiggen und wir stehen genau auf diesem Platz. Und da holen wir uns jetzt einen raus, oder? Auf jeden Fall. Auf geht's. Alles für den Sieg hier heute. Jakob, let's go. Also, heute wollen wir einen großen Zander und einen großen Hecht fangen. Wünscht uns Glück. There we go. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zum zweiten Tag von YPC Fans Junior Edition. Ich bin wieder hier mit Naira. Wir haben die Hechtroute in der Hand, denn wir haben heute noch eine Mission. Wir brauchen dringend einen Hecht. Wir müssen sagen, wir waren gestern ein bisschen falsch. Da gab es ein kleines Missverständnis mit den Regeln. Wir brauchen nur einen Hecht zum Glück. Deswegen sind wir auf dem Gewässer geblieben. Gestern wurden generell nicht so viele Hechte gefangen. Und wir hoffen einfach, dass die Hechte gestern nicht beißen wollten und heute beißen. Und deswegen starten wir wieder im Flachen, im Kraut erstmal. Und danach gehen wir ein bisschen tiefer, falls es nicht klappen sollte. Wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Und ja, wir sind heiß. Wir haben noch 1 Minute zu warten. Und dann geht's los. Naira, die letzten Worte sind wieder für dich. Ja, Leute, drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir heute schnell unseren Hecht fangen. Und dann die Barsche vielleicht noch upgraden. Ja. So sieht's aus, Naira. Wir geben auf jeden Fall Vollgas. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Drückt uns die Daumen. Gleich geht's los. Wir sind schon am Spot und wir fangen da an, wo wir am letzten Tag aufgehört hatten. Da hatten wir leider nicht das Glück, hier einen Fisch zu fangen, aber ich hatte einen quer gehakten Fisch und der hat ein bisschen Hoffnung gegeben. Deswegen starten wir hier und versuchen, große Zander zu fangen, eventuell noch ein paar Barsche als Beifang. Für die Fullcard fehlt uns einen Fisch. Du hattest noch den Wunsch geäußert, unsere persönliche Mission wäre, heute noch einen schönen Barsch zu fangen. 35 cm sollte er haben. Oder auch größer. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch. Ja? Hast du gut geschlafen? Ja. Wir starten heute mit einer etwas stärkeren Route für Rune. Wir müssen gucken, wie er damit klarkommt. Das ist jetzt eine 2,70 Meter Route mit 45 Gramm Wurfgewicht. In der Hoffnung, dass er damit ein bisschen mehr Druck auf die Hakenspitze bekommt. Beinanhieb eine längere Route, größerer Hebel, ein bisschen straffer. Das, was ich mir persönlich wünschen würde, dass heute ein bisschen die Hakquote gesteigert wird. Rune macht einen super Job. Ich bin super zufrieden mit meinem Bootspartner und bin zuversichtlich, dass wir heute ein paar schöne Fische fangen. Auf geht's. 8 o'clock, 8 Uhr.
auf los geht's los. Jakob, hau einen raus. Erster Wurf, Naira, los geht's. Super. Das ist schon eine etwas andere Route, ha? Ein bisschen schwerer. Die Teams beginnen ähnlich wie an Tag 1. Monkey Lures, Westin und LMAB machen den ersten Wurf auf dem Volkerak. Jakob und Max starten erneut auf dem Schelde-Rhein-Kanal und die ersten Minuten machen auf jeden Fall Hoffnung. Dieser große 17,5er Hering-Shad, der wirklich ein super geiler Gummi ist, wurde mir jetzt schon zweimal runtergezogen. Obwohl ich extra einen Stinger dran gebaut habe für die Kleen. Also echt, was erlauben die sich eigentlich? Soll ich setze den Stinger jetzt mal ganz akkurat auf den Rücken? Vielleicht bleiben sie dann kleben. Kleben bleiben ist ein gutes Stichwort. Oh, Fisch, Fisch, guter Hecht. Jawohl! Achtung, warte, ich löse den ganz schnell. Nicht, dass dir was passiert hier. Bevor wir jetzt... Okay, jetzt hat er sich... Los geht's. Yes! Da fällt ganz, ganz, ganz viel Druck ab, muss ich sagen. Oh, 55 Minuten hat es gedauert. Ein richtig guter auch noch. Der Biss war auch todesgut. Wow. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Fisch. Der hat den Haken, ist ja schon losgeworden. Okay, okay, okay. Oh, ist der reingeholzt. Zum Köder gleich mehr. Jetzt machen wir erstmal den Fisch. Die können wir auch bis hier hinten nass machen, das ist schön. Alter, Naira, der könnte einen Meter haben. Oh, der hat garantiert einen Meter. Leute, was ein Fisch. Da haben sich die 5 Stunden sowas von ausgezahlt, wo wir auf den gewartet haben. Oh, oh. So. Guck, das ist das Beste, was man machen kann, von sich weghalten. Aber komm kurz, der ist so dick. Jetzt ist der Winkel gut, ist ja sogar 1,11. Ja. 1,11? Hast du schon mal so einen großen Hecht gesehen? Nein. Unfassbarer Fisch. Ich sag's euch, ich bin so happy. 1,11 Meter. Knallharter Biss. Naira, was sagst du dazu? Geil. Geil. Was soll man da auch sonst sagen? Ein irrer Auftakt. Damit haben Naira und Johannes schon jetzt eine richtig solide Fullcard. Wir sammeln uns kurz und werfen einen schnellen Blick aufs Erfolgssetup. Ein kleines Wort zum verwendeten Tackle. Ich habe hier eine Maus geangelt, weil wir haben momentan so eine richtig krasse Algenblüte und das Wasser ist sehr trüb. Ich habe angefangen mit dem Real Vibe heute Morgen, aber ich wollte irgendwas haben, was ein bisschen mehr Druck macht. Deswegen angelt Naira und Spinnerbait, der viel Druck macht. Und ich dachte, come on, ich probiere mal was Größeres, ein bisschen anderen Bewegungsmuster. Deswegen eine Maus, die richtig viel Wasser verdrängt und dazu auch hier ein 18 cm Curvy Perchet mit einem Tellerschwanz eben, der auch nochmal Druck macht. Darauf habe ich nur einen 3,5 Gramm Chica Sinker, damit ich extrem langsam angeln kann und den Hechten mehr Zeit gebe, quasi den Köder wahrzunehmen und den auch dann zu nehmen am Ende. Ich bin so glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Hechtrute darf jetzt auf die Seite. Nachher hat es richtig viel Wind angesagt. Deswegen werden wir jetzt noch mal die Power Hour nutzen, Naira, oder? Ja. Ja, da freut sie sich. Und ja, dann hoffen wir, dass wir noch 1 oder 2 dicke Zander in die Wertung bringen. Man darf 4 Zander in die Wertung bringen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall versuchen, denn Max hat auch gute Zander gefangen und wird das heute, denke ich mal, noch mal machen. Aber jetzt mit dem 1,11 Meter Hecht sieht es schon ganz gut aus. Und dann gucken wir, nach der Power Hour werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Barschangeln gehen erstmal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Fischer. Kannst du den keschern? Oh nee. Der Tag fängt an, wie er gestern geendet ist. Das ist ein kleiner Zander, der quer hängt. Gut, Fisch ist schon mal am Spot.
Der ging so los, aber die brauchen wir auch gleich hier. Super. Ich hatte davor aber einen Biss auf den ersten Wurf. Also die Fische sind da, Rona. Lass mal liegen. Das ist gut. Ja. So ist super. Diese Seite. Da ist sie. Super. Das ist super. Normalerweise an diesem Spot kannst du auch Hecht fangen. Zweimal kühlen. So ja. Und dann stehen lassen. Ja. Ist. Oh! Alter, was für ein Biss. Oh. Die sind da. Die Nervosität steigt. Gleich geht es an die Power Hour für uns. Der Wind nimmt nämlich deutlich zu und wollen natürlich beim Pelagen weniger Wind haben. Das ist nicht gerade förderlich. Und deshalb machen wir das jetzt direkt in den Morgenstunden. Und je nachdem, wie das läuft, wechseln wir dann tatsächlich das Gewässer, slippen raus oder auch nicht. Das wissen wir noch nicht so richtig. Aber das erfahren wir in einer Stunde. Bei Savage Gear steht und fällt die Taktik also mit dem Verlauf der Power Hour. Die ersten Minuten sind dabei oft ein guter Indikator. Unsere Power Hour startet. Let's go! Die haben heute einfach keinen Bock. Den kriegen wir hier. Der steht perfekt, der macht nichts, der schläft so richtig tief und fest. Und wenn der mit einer Pizza im Gesicht aufgeweckt wird, dann frisst er die auch. Hier ein paar Zander auf jeden Fall. Schön Richtung Insel. Sehr gut. Und weiter Wurf. Hängt. Sehr schön. Das ist ein guter. Ja, mach Druck, mach Druck, mach Druck. Hängt noch. Mach Druck, mach Druck, mach Druck. Also Anschlag saß ordentlich. Ja. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Das kam so komisch Was ist rüber. das? Der ist quer. Ein ganz kleiner Zander quer. Ich enthake den einmal schnell. Jetzt hat heute jeder einen Zander. Jeder ein Zander, der nichts bringt, aber Ja. gut. Du hast angehauen. Du hast was gespürt und du hast angehauen. Luis, Ja? die Route ist ein bisschen zu schwer. Ja? Okay, dann gebe ich dir jetzt die andere Route. Kügeln, ein bisschen, so, und wieder schleppen. Und dann direkt ein klein bisschen kügeln, dass die Schnurbogen rausgeht. Das ist super. Das ist super, Mila. Das ist zu klein. Kleiner, kleiner. Ich mach schon alleine. Du machst dein Ding. Das ist nur ein kleiner. Gut am Boot. Das ist 44. Ein 44er Zanderrune. Davon haben wir gestern einige ins Wasser geschmissen, ohne zu messen. Aber das ist jetzt die Fullcard. Jetzt haben wir sie. 44er Zander. Luis hatte vermutlich noch den YPC Boat im Kopf. Da nämlich müssen für eine Fullcard mit 8 Wertungsfischen mindestens 2, höchstens jedoch 3 Exemplare einer Zielfischart eingereicht werden. Folgen hat das Missverständnis aber nicht. Die Karte ist voll. Damit findet sich nur bei einem Team noch ein weißer Fleck auf dem Board. Das ist ein Hecht. Ein Hecht. Schnell die Kescher. Ich glaube, das ist ein Hecht. Ja, ja, sicher. Ein großer. Alter, das ist ein großer Hecht. Oh, richtige Kanone. Ich muss die Boot. Alter. Da ist ein richtiger Hecht. Das ist ein Meter.
dicke Meter. Oder ist es ein großer Zander? Nein, das kann nicht. Ja, das ist ein großer Zander, glaube ich. Aber dann ist richtig gut. Guck mal hier, Mila, an dieser Seite. Ja, ist ein großer Zander. Aber ein richtig großer Zander. Das ist ein richtig großer Zander. Bist du bereit? Kein Stress, wir machen das. Das sind die richtigen Fische. Ja. Ich glaube, das ist ein 90er. Glaube ich. Wenn das kein Hecht ist, ist das ein sehr dicker Zander. Ja. Sieht, wo die kämpft. Das ist ein Zander. Ich gehe helfen. Die Kescher. Ja, ja, ja. Oh, ein... Oh! Was für ein Zander! Wow, Mila! Das ist schwer, hä? Ja. Okay, ich gehe die Boot am anderen Spot lang. Okay, du kannst das halten? Jein. Rein damit! Oh, was für ein Zander! Mann, 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 Mila! Er ist so schwer. Was für ein Zander! Mal gucken, wie lang die ist. Ja, 90. Boah, ein 90er Zander! Super! Guck mal, Wow. schnell zurück damit. Krank, nur krank. 90. Das ist eine richtige Kanone. Tschüssi. Wow! Ja, also der war voll schwer. Cool. Ja. So, what a crazy zander. 90 centimeters, while just regular casting in daylight, no live scope on. That's crazy. That's for sure my second biggest zander ever. A really special fish. Das ist mehr als ein besonderer Fisch. Das ist der größte Zander, der je in einem YPC gefangen wurde. Ein Rekord, der auf keiner Measurement erscheint, den Mila und Ton aber sicher nicht so schnell vergessen werden. Ein toller Moment, der die Chancen von Team Westin extrem verbessert. Hopefully we can get one more zander and a good pike, and then maybe we have a good chance. Nicht schlecht. Mila, wir gehen zu einem anderen Spot Ja. für Hecht. ein Hecht und ein Zander. Bei Jakob und Max läuft der Morgen dagegen eher zäh an. Mann! Die Magie der Power Hour. Mal ist es magisch, mal ist es tragisch. Also ich glaube, das Problem war dieses Mal tatsächlich, wir haben, ich glaube, 5 Fische effektiv angeangelt, die reagiert haben. Dass der Hecht natürlich beißt und dann den Gummi komplett über den Haken schiebt, ist einfach Pech, da kannst du nichts machen. So ist das. Jetzt hast du auch mal erlebt, dass das Pelagen nicht immer magisch ist. Ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Hat nicht sein sollen. Ich würde sagen, jetzt müssen wir unsere großen Fische blind fangen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde tatsächlich sagen, wir fahren noch mal ganz kurz auf die Tonne. Dann fahren wir noch mal ganz kurz hinten an den Barschplatz.
angeln da noch mal ganz kurz. Insgesamt hier eine Stunde und dann krachen wir echt. Machen wir es? Machen wir es nicht? Ich bin mir so unsicher. Ich habe mir jetzt schon einen erwartet oder erhofft. Naja, wir hatten jetzt ein bisschen Pech. Jetzt müssen wir weiterschauen. So ist das, ey. So ist das. So Leute, nachdem wir den Hecht jetzt abgehakt haben und wir noch nicht so viel Wind haben, versuchen wir jetzt noch mal mit der Powerhour 1 oder 2 dicke Zander zu fangen. Denn die werden wir bestimmt brauchen. Die erste Tag hatten wir auch viel Bad Luck. Also hatten wir nicht viel Glück. Viele Fische, die nicht hängen blieben. Probieren, eine andere große Zander zu fangen. Und dann haben wir eine gute Karte, wenn wir ein Hecht fangen konnten. So, wir haben die Power Hour gestartet. Eine Mission für eine zweite große Zander zu fangen. Eine gute Richtung, klein bisschen lang, aber die Richtung war sehr gut. Wieder was Kleines quer. Für Nachwuchs ist gesorgt hier. Fischer. Großer oder kleiner Kescher? Kleiner reicht, der ist nicht groß. Der hat auf jeden Fall Maß, aber der ist nicht groß. Hopp. Jo, super. Vielen Dank, Rune. Könnte ein Upgrade sein. Schauen wir mal. Doch, stimmt. Der wird den kleinen von gerade auf jeden Fall rausschmeißen aus der Wertung. Das war jetzt der erste Wurf, wo ich ein bisschen mal was anderes gemacht habe. Wir haben nämlich hier einen Spot, wo wir wissen, dass hier Zander stehen. Und jetzt habe ich mir einen etwas größeren Köder genommen. Nur mit einem Einzelhaken, um jetzt einmal zu testen, ob es funktioniert. Gar nicht mit Stinger. Und habe jetzt diesmal den Köder konstant über dem Boden eingeleiert. Ganz langsam, dicht am Grund. Ein 55 cm Zander. Kleines Upgrade. Na komm, Rune. Sollen wir uns hier hinsetzen? Kopf zuerst. Das hat funktioniert. Das mache ich jetzt nochmal. Vielleicht hole ich mir auch noch einen kleinen Stinger raus, damit hier auch wirklich jeder einzelne Fisch hängen bleibt. Du kannst das auch gerne mal probieren. Dann würde ich den leichteren Kopf geben und dann einfach langsam einkurbeln überm Grund. Hat den Vorteil, Schnur ist gespannt. Wenn der Biss kommt, spürst du ihn viel intensiver beim Leiern. Hast schon, also quasi schon eine gute Spannung zum Köder. Und wenn du dann anhaust, ist es vielleicht dann ein bisschen einfacher. Ich mache dir jetzt einen Köder fertig. Ich keine Stinger mehr hier. Angel erstmal weiter, weil ich brauche ein bisschen, bis ich den Köder habe, ja? Also ein kurzer Wurf. Ja, so. Das ist perfekt. Super. Und dann so. Direkt die Richtung. So. Da sind die Zander und sie sind damit viele. Deine Erfolgsfarbe? Oder willst du was anderes? Eine andere Farbe? Oh, ich glaube den da. Den Lean Bream? Ja. Warte, ich habe hier noch nicht alle gezeigt. Hier habe ich noch Chili Cheese, Toxic Zebra. Ich glaube jetzt den. Den? Okay, dann mache ich dir den fertig. So einen roten Kopf, ein bisschen auffälliger oder was in schwarz? Etwas auffälliger. Ja? Für ein Hecht probieren. Rune weiß ganz genau, was er will. Rune kann man nicht einfach irgendwas in die Hand drücken. Das ist das, was du dir jetzt ausgesucht hast. Wir haben jetzt hier den Fat Louis 11 cm, gepaart mit einem Monkey Hook 4.0, rot-orange, mit einem Aggressionspunkt unterhalb. Sehr auffällig das Ganze. Wir haben ja wenig Licht im Wasser durch die Algenblüte. Ich habe jetzt noch einen Stinger dran gemacht
Und wenn du den jetzt ganz langsam über dem Boden leierst, bin ich mir sicher, dass du einen Zander fängst. Okay? Also, viel Erfolg. Rune ist instruiert fürs grundnahe Leiern. So übrigens angelt auch Ton gerne auf Zettis. Aktuell machen Mila und er aber Strecke mit geschleppten Cranks. Ja, ein Barsch. Aber ein guter Barsch. Bist du bereit? Ja, Das ist ein Upgrade. der ist viel leichter wie der andere Fisch. Hier waren viele Barsche. So. Die ist 37. Ja. Größer wie der andere auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir ein Gruppe mit Barsche gefunden haben. Ja. Diese mal wieder schwimmen lassen. Es sind viele Barsche hier. Definitely mehr Fische. 15 seconds before we are there with the baits. And then I hope we get one. Ja, du hast eine. Slowly. Ja, kügeln. Diese Seite. Kügeln, kügeln. Mal gucken, wie lang die ist. Yes. 43. Genau 43. Super, Mila. Eine zweite. Der Fisch kommt wieder ins Wasser. Super, Mila. Super gemacht. Also, der war auf jeden Fall leichter wie der andere Zanderfang. Ja, Sicherlich ein korrektes Fazit. Potenziell aber kein unwichtiger Fisch. Denn mit ihrem zweiten Wertungszander eröffnet Mila ihrem Team die Chance zur Fullcard. Rune und Luis dagegen sind längst auf Upgrades aus. Jo. Ab. Das war ein bisschen besser. Shit. Ah. Beim Jiggen ging nichts. Jetzt ein bisschen die Taktik geändert. Nach diesem aggressiven Jiggen jetzt dieses konstante Einleiern. 3 Würfe, 2 Kontakte, einen Fisch gefangen. hast du eine? Ja. Ja, du hast eine. Eine große. Große Fisch. Rustig bleiben. Rustig kühlen. Warte. Rustig kühlen. Ja, Mila, die ist größer. Die ist größer. Super. Die Biss war gut, glaube ich. Ja. So. Halt du die. Also die ist größer, glaube ich. Vorne dran? Ja. 50 wieder. So, Wieder 50. oder? 49. Wieder. Gut gemacht. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Quasi ein falscher Fuffi, der erstmal in die Reserve wandert. Mal hören, wie Mila ihren dritten Wertungszander beurteilt. Also, er war eigentlich genauso wie der andere. Also den Fisch, den ich vorher hatte. Hat gut gebissen. Ja.
gibt Hoffnung. Luis, Ja. sollen wir heute noch zu dem Spot, wo wir gestern gestartet sind? Ja, können wir gleich machen. Nur an diesem Spot hier können wir einen großen Zander fangen. Wenn wir zum Spot fahren, wo wir gestern waren, werden wir vielleicht ein paar Zander fangen können. Aber die werden alle in der Regel klein sein. Ich glaube, wir können noch so eine halbe Stunde, 40 Minuten hier machen. Okay. Und dann gehen wir ein bisschen Frequenz angeln. Gut, dann machen wir das. Ja. Soll diesmal nicht abgehen, Kollege. Diesmal nicht abgehen. Großer Kescher? Ja, großer Kescher. Das ist ein richtig dicker Zander. So, mach dich bereit. Nein, 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 nein. So. Einfach unten lassen, einfach unten lassen. Ja, 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 ja. Sauber, sauber. Das sind die Punkte, die wir brauchen. Das sind die Punkte, das sind 80 plus Zander. Nicht pelagisch. Die kriegt man auch geworfen, aber natürlich mit ein bisschen Geduld. Ich weiß, der Spot, der war ein bisschen zäh. Rune hatte mich gerade schon gefragt, ob wir zum Frequenzspot können. Aber aus diesem Grund sind wir hier, an der Stelle. Ja. Okay. Holst du mir einmal die Scale? Ah, da ist sie schon. Ja, perfekt. Sollen wir den auf dem Boden messen oder hier drauf? Auf dem Boden. Ah, nicht ganz ein 80er. 79. Yep. 79er Zander. Ah, wunderschöner Fisch. Wichtige Punkte im Turnier. Gucken, ob ich es hinbekomme, dass er die Kamera nass macht. So, Rune. Machen wir noch ein paar Würfe hier? Ja. Oder sollen wir zum Frequenzspot? Wir können noch ein paar Würfe machen. Dann machen wir noch mal ein paar Aber der Köder Kontrollwürfe. ist kaputt. Der Köder. Aber weißt du, was das Gute ist? Ich habe noch viele davon mit. Kein Wunder, dass es der Junior plötzlich nicht mehr ganz so eilig hat. Der nächste brutal starke Zander. Und damit liegt Monkey Lures nun fast gleich auf mit Team Savage Gear, das heute bislang am meisten zu kämpfen hat. Und wenn das Wasser klar ist, dann habe ich auch viel mehr Möglichkeiten zu spielen mit so einem Fisch. Aber wenn es so trüb ist, du hast keine Möglichkeit, außer ihn direkt auf die Birne zu fallen mit dem Köder. Und das macht ja das Angeln auch so stumpf. Also du kannst gar nicht irgendwas anders machen als andere Angler. Du musst ja so dicht ran, weil der reagiert ja sonst gar nicht. Bugmotor. Einmal rein damit. Da vorne liegt wieder eine Fernbedienung. Genau, du drückst gleich wieder den Anker, wenn ich es dir sage. Und jetzt einmal Spotlocken. Perfekt. Liebe YPC und Ilex-Fans, ich habe es geschafft. In einem unglaublich spannenden Finale konnte ich den Sieg und den YPC-Pokal nach Hause holen. Gemeinsam mit Hecht und Barsch wollen wir dies nun in einer Ilex Week angemessen feiern. Alle Details zur Aktion gibt es direkt von Max. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Starke Leistung. Und nun zu euch, liebe Community. Vom 11.01. bis zum 18.01. wird jeder bei uns im Shop zum Gewinner. Denn ab 40 € Ilex Warenwert gibt es diese Cap gratis on top. Und ab 80 € Ilex Warenwert packen wir anstatt dieser Cap diesen limitierten Ilex Marktbackern automatisch und kostenfrei deiner Bestellung hinzu. Jeder Teilnehmer sichert sich pro 40 € Ilex Warenwert ein Los im Lostopf. Und zu gewinnen gibt's
einen unvergesslichen Dreh- und Angeltag mit Marc. Die Elex Week 2026. Nur auf hechtundbarsch.de. Ich freue mich auf euch. Das Warten hat ein Ende. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die bei euch beliebteste Lure-Drop-Sonderedition des YPC Bank. In dieser Zusammenstellung findest du das Beste, was die Köderboxen unserer Teilnehmer des YPC Banks zu bieten hatten. Vom Barschgummi über Metallköder und Jerkbait bis hin zum Topwater-Köder. Es erwarten dich Köder im Wert von 165 € für nur 99,95 €. Das ist ein satter Preisvorteil von über 40%. Und zusätzlich gibt's hier drin noch ein kleines Geschenk in Form von einem exklusiven YPC-Produkt. Also, schnell sein lohnt sich. Geh jetzt auf hechtundbarsch.de, sicher dir deine Limited YPC Bank Edition 2025. Da habe ich ihn. Hast du einen? Ja, einen kleinen Zander, glaube ich. Boah, das war ja eine schlechte Bissverwertung. Wir haben einen Surfer. Fisch ist hier. Ja, Fisch ist da. Hä, der spannt aber schön. Jawohl, der erste Fisch des Tages. Sollte eigentlich ein Barsch sein. Aber kein Problem, wir nehmen dich auch gerne. Oder ein Barsch in der Größe. So ein 37er, 38er Barsch, das wär's doch jetzt mal. Oh, wird ganz dünn, wird ganz dünn. Rein damit, yes. Schön, lass ihn einfach im Wasser. Ja, genau. Danke fürs Kescher, mein Lieber. Pock hat's gemacht. Ist der Zander. Ja, ich glaube, der kann. Ja, ich denke 52 wird er sein. Mal gucken. Aber 52 wäre sogar ein Upgrade. Fällt mir nur T-Tail. 55. Oder? Ja. 55 cm Zander. Sehr schön. Der tut gut, auf jeden Fall. Alles gut. Wunderbar. Der kommt schnell zurück. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, dürften es 71,5 sein. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Sehr schön. Wir machen uns auf den Weg. Gewässerwechsel steht an. Das wird uns zwar 1,5 Stunden kosten. Mit reinslippen, rausslippen, hin und her fahren. Aber wir wollen die Chance haben, im klaren Wasser zu angeln. Hecht fühle ich mich eigentlich viel wohler bei. Der Wind soll auffrischen. Also, let's go. Ja, komm, Achtung. Ja, jawohl, sauber. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Aber da kann ich gar nichts machen. Alles perfekt gemacht, wirklich. Das ist einfach, das war jetzt wirklich Pech. Guck mal, ob die noch scharf sind. Vielleicht, also nicht, dass irgendwie einer stumpf geworden ist. Nee, gehen noch. Gut. Komm schon. Zu. Ja, voll. Ja. Der ist gut. Der ist richtig groß, Alter. Alter, krass. Einfach halten und Druck halten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr gut. Schön Druck halten. Das ist gut. Jawohl, Neura! Sauber! Yes! Top! Mega gut gemacht. Also der hat Kraft gehabt, ha? Richtig 5 Meter gezogen. Mega gut. Los. Boah. Ja, Mann, Alter. Vorne liegt's an. Ja, 82. Oder? Ja, Ja, stimmt, 82. Leute, nachdem ihm ein guter abgegangen ist, ist der zum Glück dran geblieben. Ein 82er. Der kommt jetzt ganz schnell wieder zurück.
schwer sind die großen Zander, ha? Jawohl, perfekt. Oh. Yes, Mann. So gut. Absolut insane. Das ist der 6. Zander, der mehr als 100 Punkte bringt. Und schon der 2. für Naira und Johannes. Die engsten Verfolger bräuchten nun mindestens 2 echte Ausnahmefische, um überhaupt wieder in die Nähe zu kommen. Jetzt haben wir 82, 82, 76, ja. 67. Ja. So, jetzt, das ist schon alles richtig gute Fische. Vor allem mit dem Hecht noch dazu. Alter, der hat richtig Kraft gehabt. Gib mal, die Bremse, ist die so weit offen, oder? Hat der so krass gezogen. Ja, geht. Der hat richtig, der zieht runter. Ich gucke aufs Echolot, tiefer, tiefer. Und denke so, wow, 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 bleib stehen. Unglaublich. So, das war mal ein wichtiger Fisch, ne? Ja. Was ich dir empfehlen würde, wäre, dass du eventuell gleich noch mal den Jigspinner ausprobierst. Oder mal einen Carolina Rig, habe ich auch da. Dass wir einfach hier verschiedene Sachen mal ausprobieren und die Stelle ausangeln. Es wird bestimmt Fische geben, die jetzt nicht auf einen Gummifisch reagieren, sondern nur auf irgendwas anderes. Ist der Extrafisch jetzt geupgradet oder einer von den Wertungszander? Ach, das ist ja egal. Wir brauchen ja mindestens 2 Fische von dir. Du hast einen schönen Hecht und du hattest ja gestern auch einen schönen Zander. Fisch! Nein! Ahornrode. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zuschauer, der erkennt, von welchem Tier diese Schuppen sind. Aber falls jemand weiß, um was für Schuppen es sich handelt. Entweder ein riesiger Barsch, Zander oder ein Karpfen. Ich glaube, das ist kein Barsch. Der wäre dann riesig. Das sind schon echt große Schuppen. Schreibt es in die Kommentare. Also machen wir ein kleines Fett-Louis-Bundle. 10 verschiedene Köder, verschiedene Farben. Die kriegt dann ein Glücklicher, der unter dieser Folge einen Kommentar lässt und seine Einschätzung gibt, was das für ein Fisch war. Also, wir machen weiter. Klein, ganz klein. Kleine Sardine. Vielleicht probierst du nochmal deinen Erfolgsköder aus beim Jiggen. Auf die Farbe hast du jetzt heute noch gar keinen Biss gehabt, jetzt auf diesen. Doch, ich hatte einen Biss. Ein Fisch, was du lieber willst. Biss gehabt? Ja. Und welche Farbe? Auf Glücks. Ja? In Absendphase so richtig ein paar Ducks. Ja, die Farbe, die ist es irgendwie. Ja. Darauf reagieren die super gut. Komplett auf voller Wurfdistanz, aber ein kleiner. Wenn man zu weit wirft, dann kommen die Kleen. Wir sind jetzt seit 2,5 Stunden hier am Spot. Ja. Schnauze voll? Nee. So, wir müssen noch mal ein paar Sachen hier ausprobieren. Es wäre gut, wenn du noch mal einen Jigspinner angelst. In der Hoffnung, dass wir hier einen Barsch noch bekommen. Oder einen Zander, da kann auch drauf gehen. Oder einen Hecht. Ich würde sagen, wir probieren mal ein paar andere Farben an Jigspinnern aus. Das war's. Hau auf vorbei, Naira, was sagen wir? War okay, ja? Ja. Wir sind, würde ich sagen, sehr zufrieden. Ein Riesenzetti kam raus, 82. Sehr, sehr gut. Leider ein verloren, aber gut, das Angeln. Jeden kann man auch nicht bekommen. Und jetzt? Was machen wir, Naira? Barschangeln. Jetzt gehen wir Barschangeln. Come on. Die Hechte warten nicht. Wir machen jetzt tatsächlich einen Spotwechsel. Genau, einmal ganz kurz die Echolote runter und dann geht es tatsächlich weiter. Wir müssen 40 Minuten mit dem Auto fahren, 50 Minuten umslippen und dann geht es auf jeden Fall auf Hechte. So der Plan. Jakob und Max wollen vom Schelde-Rhein-Kanal auf die Ammer. Derweil sind Naira und Johannes ready, um die wirklich allerletzte Schwachstelle auf dem Board anzugehen. Diesmal machen wir gleich von Anfang an ein bisschen Creme drauf. Ich habe gestern nämlich von Louis noch einen neuen Prototyp abgeschnort.
Und der riecht echt gut. Der hat auch die passende Farbe, rot. Ich habe mir leider den Namen nicht gemerkt. Es war nämlich nicht Flusskrebs, der war braun. Schön rot. Mit ein paar Flakes. Das passt zu unserer Craw. Die Trigger Cream. Kann schön warten, wenn er beißt. Und hoffen wir, dass die uns den ein oder anderen Bonus gibt, dass die Barsche den Köder so lange drin halten, dass wir die auch fangen. Denn unsere Karte ist jetzt wirklich sehr solide. Jetzt geht es dran, Barsche zu angeln. Ja. Barsch, glaube ich. Ein kleiner Barsch. Alles klar. Ein Zander. Oh. Was? Hast du das gesehen? Ja. Ich habe die losgelassen. So. Okay. Das sind immer Hechte an diesem Spot. Tja, gut festgehalten an der Schere, auf jeden Fall. Kollege Schnürschuh. Es ist Zeit für eine neue Craw. Können wir gleich bei der Gelegenheit mal zeigen, wie man einen Offset-Haken aufzieht. Die meisten kennen es, aber es gibt ja immer wieder ein paar, die fangen neu mit der Angelei an oder so. Kinderleicht. Man schnappt sich den Haken und die Craw und dann geht man erstmal vorne rein, so ungefähr 3-4 mm und dann nach unten wieder raus. Dann zieht man einmal den kompletten Krebs hier auf diesen Offset-Haken auf. Und dann hält man einmal an und guckt, wo der quasi durchkommt. Muss dann einmal umklappen, also den Köder ein bisschen zusammenfalten, so. Und dann gerade von unten durchstechen. Und dann nur noch aufziehen. Und dann sollte er im besten Fall gerade und schön auf dem Haken drauf sitzen. Da kommt jetzt ein bisschen Trigger Cream drauf. Ein bisschen mehr wieder vor, dass er noch länger festhält. Fisch on. Barsch, aber kleiner. Ja, nochmal ein Barsch. Ja. Super. Auf das Carolina Rig. Ja. Ich habe jetzt mal 2 Würfe mit einem Krebs gemacht, den ich über den Boden geschliffen habe. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht mehr, wie groß war unser Barsch gestern? 35. 35. Ja, das wird eine knappe Nummer, ja. Gucken, ob er uns vielleicht einen Zentimeter noch schenkt. So. Ne, der ist kleiner. Kleiner als der von gestern. 32. Man sieht, dass er sehr gefährlich lebt, der Kamerad. Da unten schwimmen noch ein paar größere Räuber rum. Siehst du diese Bissspuren hier an der Seite? Ja. Naja. So, verpetz uns nicht. Luis, kann ich sonst mal den hier probieren? Ja, den kannst du mit deiner Route eigentlich perfekt auch fischen. Wie führst du den? Also, dass ich ihn so über den Grund ein paar Sprünge. Ja? Wie viel Kurbelumdrehung machst du? Immer so 1 bis 2 Kurbelumdrehungen. Ja, besser ist es eventuell beim Krebs immer so eine halbe. Sodass er wirklich so einen kleinen Sprung nur über den Boden macht. So, letzter Wurf, dann hauen wir hier ab. Ja. Das reicht jetzt, ja. Ja. Ein Barsch kann da gut sein, oder? Ja. Und das kein kleiner Zander ist. Hat sich angefühlt wie ein Barsch. Ja. Ah. Der hat geschüttelt, ich habe es auch gesehen, deswegen habe ich es gehofft. Leute, beim Barschangeln, kleiner Zander, der hilft uns leider nicht weiter. Der kommt jetzt ganz schnell wieder zurück und dann kommen hoffentlich die Barsche. Kescher, so groß. Sehr gut, Naira. Ich glaube, die meisten Schatten sind hier in der Ecke. Das Ja. sind, glaube ich, die meisten Fische. Und wird das bedeuten, dass du ungefähr in die Richtung da werfen musst? In den Bereich? Wenn wir eine Chance haben wollen zu gewinnen, bräuchten wir jetzt
240 plus Barsche oder ein 40 plus und noch einen fetten Zander oder einen sehr großen Hecht, den du fängst. Ja. Kleiner, ich mach schon. Oh. Zander gibt's hier genug im Volkerak. Komm, wir probieren noch einen anderen Spot aus. Wirft nicht aus, wir fahren jetzt einmal schnell zur Insel da vorne. Vielleicht haben wir da Glück und treffen einen großen Hecht. Die Barsche, heute sind sie nicht so on. Muss man sagen. Ein Glück haben wir schon welche, müssen so upgraden. Mach ein paar Würfe mit dem Gummifisch, mit deinem Erfolgsköder, damit startest du. Fächerst einmal alles ab und wenn du damit fertig bist, dann nimmst du dir nochmal den Turbo Louis und dann machst du damit nochmal ein paar Kontrollwürfe. Nicht zu weit. Jo, perfekt. Hat nicht jemand wieder gefangen? Heute wissen wir das nicht. So stimmt. Ich glaube, wir hauen hier ab. Hier kann man nicht angeln mit dem ganzen Kraut. Der Plan ist Hecht. Wir haben 2 Hotspots. Also da ist ein Spot mit Kraut und da ist ein Spot mit Struktur. Einer von uns geht angeln auf die Spot, die andere auf das Kraut. Lass mal. Oh, der ist nicht klein. Das war knapp. Das war richtig Oh knapp. Gott. Fast Mein wäre er Gott. wieder frei. Dann hast du gut gecachet. Full Card. Ach Mann, die hat gegessen. Okay. Ein Hecht. Wir haben geschafft in die erste. Also das ist nicht. Stimmt, in der ersten. Ja, in die erste Folge. Yes. Wow. Der ist groß. Ja, 76 Gramm. Okay. Wir haben die Hecht. Ja. Soll die mal freilassen und Ja. probieren, ein anderer Hecht zu fangen. Ein bisschen größer. Ja. Super. Tschüss. Das war sehr gut gecachet. Danke. Der Haken ist abgegangen und zum Glück war der Kescher noch da. Zum Glück, du hast gut gecachet. Ist kein Glück? Da merkt man richtig, wie das Selbstvertrauen wächst. Mila assistiert Ton beim wichtigen Fisch zu Full Card. Es folgt die obligatorische Einordnung. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir so einen Hecht gefangen haben. Und jetzt versuchen wir dann einen größeren Hecht zu fangen. Wir haben 4 Stunden geangelt und wir haben einige Fische gefangen. Du hast auch einige Fische gefangen. Ja. 2 Zander. Ja. Aber gut. Und die Hecht haben wir auch. Und ein großer Zander. Ja. Was ist das Ziel? Also dass wir noch einen größeren Hecht fangen Ja? und noch einen großen Zander. So geht. Super. Und damit haben wir doch einen guten Ausblick für die nächste Woche. Mila und Ton gehörte der schönste Moment dieser Folge. Die meisten Punkte hagelte es bei Naira und Johannes. Wer allerdings glaubt, deren zugegeben komfortabler Vorsprung wäre uneinholbar, dem empfehle ich dringend, auch bei der letzten Episode dieser Staffel einzuschalten. Ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Nächsten Sonntag, 18 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.